Das ist mein Kumpel Jonas und er hat eine Sache, die ihn vermutlich von 99,999% aller anderen Menschen unterscheidet. Jonas lebt im Hotel und nein, ich meine nicht für ein Wochenende oder auf Geschäftsreise, sondern wirklich dauerhaft. So ein bisschen wie Zack und Cody, nur halt im echten Leben. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus meinem Swiss First Class oder auch dem Lufthansa First Class Video. Heute geht es allerdings um ein Hotel und zwar sein Zuhause, das Mandarin Oriental in Luzern. Ich wollte ihn dort immer mal besuchen und freue mich jetzt so eine kleine Home Story für euch zu drehen. Hab natürlich einige Fragen im Gepäck. Was kostet der Spaß? Warum lebt man freiwillig in einem Hotel? Und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Abend vom Düsseldorfer Flughafen. Ich sitze hier gerade schön entspannt am Gate und warte darauf, dass es endlich mal losgeht, weil für mich geht es in die Schweiz. Ich fliege jetzt nach Zürich. Von Zürich aus geht es ins wunderschöne Luzern, einen Kumpel von mir besuchen. Ich freue mich sehr, das habe ich schon lange auf meiner Liste und ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes und cooles Video. Der ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennt den Kollegen vielleicht auch schon, den wir heute besuchen. Ich bin 3 Tage in Luzern, auch in einem sehr, sehr schönen Hotel. Schauen wir uns in Ruhe an. Und alles weitere habt ihr wahrscheinlich dem Titel schon entnommen. Also jetzt erstmal ab ins Swiss-Flugzeug. Mit denen fliege ich auch immer gerne. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Touchdown in Luzern, Leute. Es ist schon ziemlich spät. Wir haben schon nach 0 Uhr. Ich bin wann bin ich hier angekommen? 21:15 Uhr ungefähr. Dann war ich jetzt noch schön Abendessen. Auf jeden Fall bin ich hier, weil ich einen Kumpel von mir besuche. Der war auch schon mal in dem einen oder anderen Video von mir. Ich glaube im Swiss First Class Video. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Der wohnt hier im Hotel. Ja, wir sind hier im Mandarin Oriental Luzern. Ein absolut überkrankes Hotel. Der hat keine eigene Wohnung irgendwo, sondern lebt wirklich als Hauptadresse in diesem Hotel. Er hat mich total erinnert an diesen einen Typen, der im Zug wohnt. Und deswegen habe ich ihm gesagt, ey, wenn ich vorbeikomme, ich muss das mal verfilmen. Das ist so spannend. Und ich habe ihn so ein bisschen überredet, jetzt darf ich es machen. Also morgen wird es sehr, sehr spannend. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Aber jetzt schaut euch das mal an. Ich zeige euch das morgen im Hellen natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich habe hier ein Upgrade bekommen auf eine Suite. Auch eine große Suite. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Die kostet 2500 Franken pro Nacht. Und schaut mal, was die mir hier hingezaubert haben. Was ist das denn für ein Tisch? Hier haben wir ja alles. Macarons, 2 habe ich gerade schon gegessen. Eine Käseplatte, Nüsse, Datteln, bisschen Obst. Und hier, das wussten sie auch, dass ich gerne Bier trinke. Also ja, das stimmt schon. Aber ich kann mir doch hier nicht abends 6 Bierchen reinschaufeln. Also Wahnsinn. Und das Beste, das kommt noch, das zeige ich euch jetzt auch direkt. Und dann geht's aber schlafen. Hier geht's ins Badezimmer. Moinsen. Und schaut mal hier, die haben mir einfach so Handtücher bestickt mit meinen Initialen. Hier, Alex. Ich habe auf Instagram gesagt, dass R steht für Raketengeil. Liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass ich jetzt Gast von Jonas bin. Aber das ist mal ein Service, oder? Ich freue mich total auf den Ausblick hier morgen früh. Ich habe hier einen Balkon zum Vierwaldstätter See hin. Ja, komm, einmal zeige ich es euch bei Nacht. Das ist ganz geil mit der Kamera. Ja, der Vierwaldstätter See in leichten Nebel gehüllt. Auf der anderen Seite, man kann es vielleicht ganz leicht sehen, da ist das Birkenstock Resort. Da war ich ja letztes Jahr. Aber ich muss jetzt schon sagen, hier in dem Hotel, da fühle ich mich noch eine Ecke besser aufgehoben. Wir schauen uns hier morgen alles in Ruhe an. Jetzt erstmal ab ins Bett. Morgen wird ein spannender Tag. Gute Nacht. Und damit, Leute, aha, wie sieht es denn hier aus heute Morgen? Eieiei. Einen wunderschönen guten Morgen aus Luzern. Ja, bisschen bewölkt, aber trotzdem sehr, sehr schön. Oh, meine Kamera hat nur noch 1%. Ja, jetzt geht's frühstücken. Jetzt treffen wir auch den Jonas. Oder zumindest für die Kamera auch so ein bisschen. Gehe ich dir mal den ganzen Tag heute auf den Sack. Gerade vom Frühstück wieder da. Da habe ich jetzt noch nicht viel mitgefilmt. Wir gehen jetzt erstmal Jonas besuchen. Der wohnt auf der gleichen Etage hier. Ich bin auf Etage 2. Und dann habe ich erstmal ein paar Fragen vorbereitet. Die meisten davon, da kenne ich die Antwort schon. Bei einigen auch nicht. Also ein bisschen interessiert bin ich auch noch. Weil ich weiß schon länger, dass der da oben leicht ein paar Synapsen falsch verknüpft hat. Aber natürlich unfassbar spannend. Also, gehen wir mal los. So sehen die Flure hier aus. Sehr schön, ne? Schaut mal. Wackelt gerade ein bisschen. Wir müssen einmal hier hin. Hier zur Ecke, 236 war das, glaube ich. Funktioniert nicht. Bist du am Telefonieren? Nee, jetzt bin ich fertig. Okay, ja super. Ich habe jetzt erstmal ein Interview vorbereitet. Bin ja auch Journalist manchmal. So Leute, ich bin jetzt gerade hier hinter der Kamera. Ich stelle Jonas jetzt ein paar Fragen. Erstmal danke, ich wollte ja eh mal hier vorbeikommen. Jetzt bin ich mal hier in deinem Zuhause oder wie man das auch immer nennt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet für die Leute, die jetzt meine Videos gucken, damit die dich einmal kurz so kennenlernen, weil das ist ja schon alles ein bisschen verrückt oder jetzt nicht die Normalität, sag ich mal so. Am besten stellst du dich einmal ganz kurz vor. Wie heißt du? Wie alt bist du?
eventuell auch, was du so beruflich machst oder seit wann und was so deine Hobbys sind. Okay, ja, also freut mich, ich bin Jonas, ihr kennt mich vielleicht schon aus dem einen oder anderen Video von Alex aus der Vergangenheit. Ich bin jetzt 27, komme aus Berlin, bin in Schweden aufgewachsen und jetzt hier in der Schweiz wohnhaft seit ungefähr einem Jahr. Beruflich, ich habe mit 12 mit Social Media angefangen. Nicht mich selber zu filmen, sondern so verschiedenste Themenseiten, alles Mögliche, Sprüche-Seiten, Fakten und so weiter. Und habe daraufhin verschiedenste Unternehmen gegründet. Agenturen im Marketingbereich, aber auch alles von Möbel bis hin zu Klamotten. Und im Endeffekt, mein Beruf ist jetzt eigentlich hauptsächlich investieren in Ideen von mir, in Ideen von anderen, zu gucken, wie kann man neue Sachen aufbauen. Und als Hobby ist eigentlich die Arbeit, alles, was ich so tue. Und ich fliege Helikopter, privat als Hobby, aber sonst Arbeit, ja. Das heißt, also diese eine Firma, weil du jetzt gerade über Möbel geredet hast, du hast ja mal irgendwie für Flugzeuge hier diese Rolldinger da. Genau, so Flugzeugtrolleys. Ja. Wollte ich selber immer haben und immer, wenn ich Lust habe, was zu haben, dann gucke ich, wie komme ich am besten drauf. Und dann habe ich darum halt so ein Projekt/Firma gegründet, die erstmal angekauft hat, Insolvenzmasse von Air Berlin, von Germania und so weiter. Die auch mitunter weiterverkauft, aber auch viel umgestaltete Möbel für unsere Büros. Und irgendwann haben wir angefangen, die auch zu produzieren. Genau, so Rollwagen, Kisten, alles Mögliche. Ja gut, zweite Frage wäre jetzt, also um das einfach mal direkt vorwegzunehmen, warum wohnst du jetzt hier? Also wie kommt man darauf? Also ich meine, wir tauschen uns ja regelmäßig oder du hast mir das ja schon öfter mal so erzählt. Aber jetzt für die Zuschauer, also für mich wäre das ja wirklich überhaupt nichts zu sagen, ich ziehe jetzt in ein fucking Hotel, weil man muss halt wirklich sagen, Jonas ist hier gemeldet, du kriegst hier deine Post hin, Ja, ja. das ist quasi dein Zuhause, du hast keine Wohnung mehr in Berlin oder sonst was, du wohnst jetzt in der Schweiz im Hotel, in diesem Hotel. Warum? Also, ganz ehrlich, ich habe früher als Kind immer Hotel Zack and Cody geguckt. Und ich fand es so cool, wie die im Hotel gewohnt haben. Habe immer gesagt, oh, das würde ich gern mal. Ich wusste aber nie, dass das geht. Dann bin ich, seitdem ich 18 bin, habe ich immer in Berlin gewohnt, hatte da eine Wohnung, bin aber sehr, sehr viel gereist, auch mit Alex. Und in den Ländern im Middle East, aber auch in Asien ist es ganz typisch, dass Hotels nicht nur Hotelzimmer haben, sondern auch Residences. Da hast du dieselbe Lobby, da hast du auch einen Poolbereich, hast einen Gym, alles Mögliche. Aber es gibt sozusagen Wohnungen in den Hotels. Das ist da relativ üblich. Und das fand ich damals schon echt cool. Und ich habe dann oft auf Reisen gemerkt, wenn ich dann mal 2, 3 Monate in so einer Residenz in so einem Hotel gelebt habe, zum Beispiel einmal auf Bali, war ich 3 Monate im Konrad auf Bali. Klingt jetzt super teuer, aber waren irgendwie 1.800 € im Monat, also sehr machbar. Ähm, Es gab keinen Ort auf der Welt, wo ich produktiver war, weil mein Tagesablauf war geregelt. Ich bin aufgestanden, hatte Frühstück, konnte arbeiten, konnte einmal im Pool schwimmen, konnte abends Gym. Im Endeffekt habe ich im Verhältnis zu in einer Wohnung viel mehr in meinem Tag geschafft, sowohl Arbeit und so weiter, aber als auch lebensqualitative Sachen. Und habe gemerkt, ey, wenn man im Hotel lebt, und mir geht es jetzt nicht darum, dass mein Zimmer immer gemacht wird, das ist gar nicht der Hauptgrund, sondern man muss sich einfach um nichts kümmern. Es ist immer jemand da, du kannst alles fragen. Da habe ich gesagt, das ist echt cool. Und dann habe ich hier angefangen, Wohnungen in der Schweiz zu gucken, in Luzern, weil ich hier unbedingt hinziehen wollte. Und war immer, wenn ich hier Wohnung suche, war in diesem Hotel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon in sehr vielen Hotels, aber das ist mein Lieblingshotel weltweit. Ich mag kein Hotel mehr, ich fühle mich hier super wohl, Lage perfekt und so weiter. Und dann dachte ich, hier will ich wohnen. Why not? Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch eine Wohnung holen. Das nimmt mir meine nächste Frage eigentlich schon vorweg. Ist einfach dein Lieblingshotel hier und deswegen bist du hier gelandet, ne? Und Genau. es ist ja auch, ich sag mal, jetzt nicht so weit von Deutschland entfernt, von Berlin, man kann direkt von Zürich aus fliegen. Genau. Also ich bin so 45, 50 Minuten von Zürich. Von Zürich fliegt man überall international hin. In Berlin habe ich auch eine Stunde zum Flughafen gebraucht und muss dann noch umsteigen. Und hier in Luzern ist die Lebensqualität aus meiner Sicht für das, was ich suche, einfach nochmal höher als in Zürich. Du hast mehr Natur, hast die Alpen direkt vor der Tür. Ich laufe 10 Minuten und habe Kühe, Felder und Co. Habe aber trotzdem in der Stadt alles, was ich brauche. Von Geschäften, Bars, Restaurants, weil es ein Touri-Hotspot ist. Und ich kam einfach dazu, ich habe damals einen Roadtrip durch die Schweiz gemacht, relativ spontan. 6 Wochen, jede Schweizer Stadt, mir alles angeguckt, weil ich aufs Geschmack von dem Land kam. Und ich fand die Schweiz mega. Und als ich nach Luzern kam, fand ich die Stadt am schönsten. Und dann war ich in diesem Hotel und ich fand es einfach geil.
genau. Und dann habe ich das ist jetzt auch schon über 3 Jahre her, Ja, okay. habe ich gesagt, hier will ich wohnen. Das Ding ist, wenn ich an mich so denke, also ich bin ja auch öfter mal unterwegs und ich mag das auch immer total gerne, aber ich liebe es auch zu Hause zu sein, nach Hause zu kommen, meine Wohnung haben, die mir gehört quasi, wo ich meine Privatsphäre drin habe, meine Räume drin habe und einfach so mich zu Hause zu fühlen. Und bei dir ist es ja zum Beispiel so, du bist zwar hier wahrscheinlich öfter auch mal im selben Zimmer, aber an sich klar, großer Teil deiner Sachen ist ja eingelagert oder wahrscheinlich ja eigentlich alles. Ja, Aber du kommst ja schon auch oft dann in neue Zimmer und dann ist es ja wieder was Neues. Das wird mich total stressen auf Dauer, wenn ich nicht mal so diese eigene Wohnung habe oder mein eigenes Zuhause. Also für mich wäre das gar nichts. also ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kriege ich ganz oft. Und natürlich will ich langfristig auch mal ein Haus mit Garten und da alles selber machen. Aber ich denke mir, vor allem in meinem Alter jetzt, ich kann jetzt erstmal so leben, weil ich habe damit kein Problem gerade. Ich finde es eher entspannt, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe an sehr vielen Orten vorher gelebt. Ob es in Berlin war, in Potsdam, in Schweden. Ich habe mich nirgendwo richtig zu Hause gefühlt. Und ganz ehrlich, hier, und das hätte ich selber nicht gedacht, fühle ich mich mehr zu Hause als an allen den anderen Orten. Ich habe hier schon ganz viele Freunde kennengelernt. Das ist so ein bisschen wie in so einer TV-Sendung zu wohnen. Ich wohne hier in diesem Hotel Ja. und dann gehe ich runter und begrüße alle und kenne alle und die sind immer da und ich fühle mich einfach super wohl hier. Ich muss sagen, das Team ist mega, das Haus ist mega, ich habe alles, was ich brauche. Und ich sehe es im Endeffekt eigentlich nur in den USA ist das zum Beispiel auch üblich oder wie gesagt in Asien, dass du nur möbliert anmietest. Also in den USA, auch wenn du Häuser kaufst, ist immer möbliert, das ist alles so wie vom Vorbesitzer oder Vermieter und du hast nur deine Klamotten da. Und genauso sehe ich das jetzt auch. Ich lebe jetzt so, das wird nicht für immer so sein. Sicherlich werde ich irgendwann mal entweder woanders hinziehen oder hier sagen, ey, ich möchte jetzt nur noch dieses Zimmer und dann mache ich noch ein paar Sachen. War auch ursprünglich so in der Verhandlung, dass wir gesagt haben, komm, ich teste erstmal Zimmer durch. Wenn mir eines gefällt, dann kann ich da langfristig drin bleiben. Aber gerade, ich bin 27, selbst wenn ich das 3 Jahre mache, dann bin ich immer noch nur 30. Ja. Aber das perfekte Zimmer hast du noch nicht gefunden. Doch, das perfekte Zimmer ist die 536. Präsidentensuite. Nee. Das ist die Panorama Junior Suite, Ja, weil die hat einfach eine ganze Glasfassade komplett. okay. Aber die ist natürlich auch oft vermietet an reguläre Gäste. Ja. Ja, gut. Und letzte Frage, die ich jetzt habe, ist ja logisch. Ich meine, man zahlt doch hier im Jahr dann Vermögen. Also da könnte ich mir ja wahrscheinlich jedes Jahr, weiß ich nicht, wie viele Urlaube von ermöglichen oder sonst was. Wenn man immer hier, weil das ist ja natürlich auch ein schweineteures Hotel, muss man ja sagen. Klar. Ich weiß, du hast mir schon gesagt, du kannst jetzt nicht sagen, was du dann im Jahr hier bezahlst. Du bist ja auch nicht immer hier, du bist ja auch schon öfter mal nicht da. Aber so, es ist ja schon arschteuer. Ja, es ist schon sehr teuer. Ja, Das muss man brauchst du sagen. gar nicht so verschmitzt grinsen. Man muss aber auch überlegen, also Wohnungen sind ja auch echt teuer. Ja, Vor aber du allem in zahlst der, doch hier für eine Wohnung, willst du doch weniger bezahlen, als wenn du hier einen Monat im ja, Hotel ja, wohnst. gar keine Frage. Also, aber Wohnung ist hier echt teuer, vor allem in der Lage, vor allem für das, was man möchte. Dann ist hier noch sowas drin wie Gym, Frühstück, Security. Es wird sich ja um Braucht man alles hier gekümmert. Security in der Schweiz oder was? Nein, aber es ist schon praktisch zu haben zu Hause. Du brauchst nicht mal eine Alarmanlage. Ja, gut. Also du hast hier wirklich Services. Wenn man die raufrechnet, wäre es immer noch günstiger, eine Wohnung zu holen. Aber das ist einen gewissen Luxus, den ich mir auch einfach leisten möchte. Dafür leiste ich mir andere Sachen nicht. Aber ich denke mir, hey, Was beim leistest du dir Wohnen, denn nicht? na, alleine, ich habe nicht mal Netflix. So, also es kommt immer, oder ich trinke keinen Alkohol. Alleine nicht rauszugehen, spart schon sehr viel Geld. Ich Ja, muss gut. sagen, es ist immer eine Priorität in Sache. Und für mich ist Wohnen die höchste Priorität. Und klar könnte ich für das Geld auch eine echt coole Wohnung oder ein Haus anmieten. Aber das kann ich ja immer noch. Wenn ich Ja. in 3 Monaten keine Lust mehr auf das hier habe, dann kann ich es immer noch anmieten. Bisher habe ich aber so Lust drauf, dass ich es jetzt sogar noch ein Jahr verlängert habe, bis Januar 27. Wie viel ich zahle, kann ich leider nicht sagen, aber ich habe einen eigenen Deal mit dem Hotel gefunden, der auch sehr lukrativ für beide Seiten ist. Und ja, Und was ist hier so die Standardrate für eine Nacht, wenn man jetzt normal als Gast bucht? So ungefähr? es kommt natürlich immer auf die Saison an, aber für das günstigste Zimmer, das kleinste, liegen wir so zwischen 600 und 1300 Euro die Nacht. Pro Nacht? Ja, Nee, warte mal, aber jetzt nicht, also jetzt bei mir jetzt zum Beispiel, obwohl, hast recht, ja doch, hatte 600 Ja, ja. Franken hätte es normales Zimmer gekostet, hast recht, ja. weil Alex hat eine Rate über mich gekriegt als Friends and Family, wer mich besucht, mit einem gewissen Rabatt. Aber die normale Rate ist eigentlich nie tiefer als 600 für ein Superior-Zimmer mit Stadtblick.
und geht bis zu, lass mich nicht lügen, ich glaube 16.000 die Nacht. Ja, müsste es sein. Aber es kommt natürlich immer von Saison drauf an, wie voll das Hotel ist. Und ja. Okay, da haben wir die wichtigsten Fragen soweit schon mal geklärt. Jetzt bin ich auch wieder da. Moin. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Du zeigst mir einmal schnell dein Zimmer. Klar. Oder was heißt schnell? Wir können auch schön entspannt auf alles eingehen. Das ist ja das Spannendste. Mein Zimmer ist auch super schön, aber ich bin ja hier jetzt nicht, um einen Hoteltest zu drehen. Geiles Hotel, keine Frage. Bisschen Bonus habe ich auch bekommen, ne? Ja, aber nicht Influencer-Bonus, nur Kumpel-Bonus. Na gut. Ich bin übrigens kein Influencer, ich bin Online-Reisefilmer. Stimmt. Dann schauen wir uns mein Zimmer an und dann gucken wir mal, was hier heute noch so in Luzern geht. Weil wenn ich hier die Aussicht schon sehe, ey, so geil, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Lebensqualität ist natürlich schon nicht schlecht. So, wir starten aber wie immer vorne. So Leute, hier sind wir im Eingangsbereich. Jonas steht vor mir. Kurze Frage, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das für ein Zimmer? Das ist eine Tonsuite. Das ist eine der größten Suite-Kategorien. Ich habe nicht immer dasselbe Zimmer, wenn ich hier bin. Manchmal habe ich dieselben, sondern es kommt immer darauf an, was ist gerade verfügbar. Da habe ich einen eigenen Vertrag mit dem Hotel. Ich buche dann bestimmte Raten und kriege dann bestimmte Zimmer. Und für diesen Aufenthalt habe ich die Tonsuite, eins meiner Lieblingszimmer. Und zeige ich euch einfach mal. Und bist du auch manchmal im schlechtesten Zimmer, wenn alles voll ist? Eigentlich nicht, nein. Ja, okay, dann schieß mal los hier, Okay, komm. also Mach das mal jetzt wie ich hier. Okay. Du guckst ja manchmal meine Videos, jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir den Eingangsbereich, haben da erstmal einen Schrank, da habe ich ein paar meiner privaten Sachen drin. Darf ich da mal reingucken? Nee, lieber nicht. Nein? In den nicht, in den anderen kannst du rein. Ja, okay. Okay. So, hier stehen meine Schuhe, dann habe ich meine kleinen Accessoires, was ich so jeden Tag brauche, Portemonnaie, Brille. Darf das drin sein? Ja. Okay. Ja. Genau, dann kommen wir hier rein. Hier sieht man schon mal das Zimmer. Wir gehen erstmal ins Bad nach links. Dauert, oder ist das nicht auch immer, Rechts von dir. warte, ist das nicht auch immer turbo nervig hier die ganzen Schränke wieder? Oder das musst du ja gar nicht selber machen, Nee, ne? muss ich nicht selber machen. Also dann, Aber ich mache vieles selber. du kommst dann quasi hier wieder an und dann ist im Schrank schon alle deine Sachen. Es kommt immer darauf an, was ich möchte. In der Theorie könnten die das tun, aber die lagern für mich immer im Endeffekt meine Sachen in Kisten ein und bringen mir die aufs Zimmer. Und dann räume ich es so aus, wie es mir gefällt. Genau, aber das ist das Badezimmer. Machst du mal einmal das Licht an, dann sieht das noch ein bisschen schöner aus, glaube ich, bitte. Ja. Das ist das Badezimmer. Super schöne Badewanne, die ich vielleicht zweimal in meinem Leben benutzt habe. Überall auch, das ist natürlich auch praktisch, wenn man im Hotel lebt, die Pflegeprodukte. Hier im Mandarin Oriental sind die von Diptyque. Nie gehört, aber klingt gut. Naja, ist eine sehr, sehr coole Marke. Dann habe ich hier natürlich alle meine Badsachen und ganz besonders alle meine Handtücher sind auch... Da habe ich ja auch, das ist ja auch zum ersten Mal mir passiert, dass sie auf ein Handtuch meine Initialien gestickt haben. Und ich habe das hier... Und das kriegt hier aber jeder Typ oder jeder Gast, der eine Suite bucht, kriegt das. Nee, du musst schon ein besonderer Gast sein. Sagen wir es so. Aber ich habe das auf allen meinen Handtüchern, hier alle meine... Ja, okay, auf Handtüchern ist überall dein Name drauf. Überall ist mein Name drauf. Und auf dem Bademantel auch. Da nicht. Wieso? Das wollte ich nicht. Ich ziehe den nie an. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben hier einen Bademantel angehabt in einem Jahr. Aber man muss ja auch sagen, dann hast du wenigstens immer die gleichen Handtücher. Ist ja auch hygienisch und so Das vielleicht. ist mein. Wobei die werden... Wenn ich hier ausziehe, kann ich sie mitnehmen. Die gehören mir. Ja, okay. Hinter dir hat man noch einen Balkon. Ja, sehr schön. Schaut mal, Der Leute. guckt raus in die Stadt. Schaut mal hier. Also das habe ich gerade schon gesagt, aber jetzt kommt so langsam auch die Sonne raus. Ist das nicht traumhaft hier, Luzern? Ja. Da sieht man auch direkt... Also ich würde sagen, ich war ja jetzt auch schon 2-3 Mal hier. Meine Favorite-Stadt in der Schweiz, so wenn ich jetzt zum Leben, würde ich auch wahrscheinlich sogar echt sagen Luzern. Zürich ist natürlich auch wunderschön, aber ich würde es nicht bezahlen. Also das wäre mir alles zu teuer. Da müsste ich Insolvenz anmelden, glaube ich, langfristig. Hier haben wir die Toilette, auch mit so einem japanischen Klo im Endeffekt. Also alles, was man möchte. Und hier wäre die Dusche, die ist auch gut geräumig. Bevor wir jetzt weitermachen, muss ich einmal ganz kurz unterbrechen. Hast du eigentlich auch einen geilen Schreibtisch? Ja. Ja? Ja. Zeig ich mal einmal den Schreibtisch. Hier. Kann man sich hinsetzen und arbeiten. Naja, das ist ja ein Mini-Schreibtisch. Also mit meinem neuen Schreibtisch von Destronic kann der überhaupt nicht mithalten. Was lachst du? Und meinen Destronic-Schreibtisch, den ich euch schon mal gezeigt habe, den kann man natürlich auch sogar elektronisch höhenverstellen. Gibt's immer geile Rabattaktionen, zum Beispiel auch wieder gerade. Das skippen wir mal kurz hin. So ein Mist, ich wollte euch jetzt schön von zu Hause meinen neuen Tisch zeigen, weil ich habe mir auch noch einen anderen für mein neues Büro bestellt. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ich habe es gar nicht mehr nach Hause geschafft. Ich bin nämlich gerade in den französischen Alpen. Darum geht's jetzt aber nicht, sondern um die Schreibtische und Schreibtischstühle von Destronic. Super Sache, super
super Qualität. Ich habe ja schon einen bei mir in der Wohnung stehen, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Schickes Design, fährt einwandfrei hoch, einfach das, was man braucht, trägt auch richtig Gewicht, bis zu 160 Kilogramm sogar. Also da kann ich mich fast zweimal draufsetzen. Ich hatte schon den einen oder anderen elektronisch verstellbaren Schreibtisch, manchmal war die Qualität, ich sag mal so semi. Das Stonic ist wirklich top. Ihr könnt im Stehen arbeiten, im Sitzen, euch eure Höhe einspeichern, fährt auch extrem schnell rauf und runter und es sind immer 5 Jahre Garantie dabei. Selbiges gilt auch für die Schreibtischstühle, auch gerade für die Gesundheitsklasse, wenn man mal 6, 7, 8 Stunden am Schreibtisch sitzt, jeden Tag. Der ist komplett ergonomisch einstellbar und sorgt dafür, dass du besser sitzt. Keine Frage, es gibt auch Hotels, die tolle Schreibtische haben, aber oftmals ist es dann nicht so angenehm, im Hotel halt am Laptop zu arbeiten. Und auch gerade, wenn ihr zu Hause merkt, ey, mein Setup, das braucht mal wieder ein Update, dann checkt mal bei Destonic rein, da gibt es gerade sowieso einen Geburtstagssale und mit meinem Code, den ihr hier eingeblendet seht, könnt ihr auch nochmal 30 € auf eure Bestellung sparen. Super Sache, danke fürs Sponsoren des Videos und wir switchen jetzt wieder nach Luzern. Das ist Luftlinie gar nicht mal so weit von hier jetzt gerade entfernt, also back to Jonas. Hier sieht man, kam heute an, ein Brief. Ja, genau, weil das ist, glaube ich, eine Sache, warte. Ich kann mir gut vorstellen, Leute, die jetzt mich nicht kennen oder die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier auf so ein Video stoßen, dass die sagen, das ist doch alles fake. Wir tun jetzt nur so, als würde der hier wohnen, als wenn der hier wohnt. Deswegen hätte ich jetzt noch gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen handfesten Beweis, dass das jeder glaubt. Ja, dass du hier wirklich wohnst, ne? Weil... Ich kann auch gleich meine Wohnungsanmeldung zeigen. Das hier ist ja schon mal eigentlich ein Beweis. Da steht ja quasi dein Name. Ja. Also meine Post kommt hier an. Wenn man mir einen Brief schreiben will, schreibt den einfach ans Hotel, dann kommt er bei mir an. Aber bitte keinen Scheiß schicken. Und muss ich da irgendwas zensieren, oder? Nee, scheißegal. Kann ja jeder die Adresse sehen. Ganz witzig, das Hotel ist ja schon über 100 Jahre alt. Das Palace Hotel vorher, bevor es zum Mandarin Oriental Palace wurde. Und ich war letztes Jahr im Mai in New York unterwegs, war da auf dem Flohmarkt und in diesem Flohmarkt gab es eingerahmte Koffersticker. Früher hatte man, wie heute auf Rimowa, so Aufkleber hatte man früher auf seinen Lederkoffern. Die gab es dann immer von Hotels. Und dann habe ich durch diese Kiste gekramt und habe ich den gefunden. In New York, auf dem Flohmarkt, habe ich das Palace Hotel Luzern Sticker gefunden. Aus den 60, 70er Jahren. Ja, cool. Habe ich gekauft. Natürlich super, super cool, dass ausgerechnet ich, der in Luzern in diesem Hotel lebt, den findet auf dem Flohmarkt. Ja, das stimmt. Direkt mitgenommen. Und dann sind wir jetzt hier im Wohnbereich der Turmsuite. Muss ich sagen, also das ist schon echt sehr, sehr schön. Gefällt mir unfassbar gut. Ich habe ja auch schon viele Hotels gesehen. Wenn ich jetzt hier zum ersten Mal reinkommen würde und das wäre mein Zimmer, würde ich echt sagen, wahnsinnig schön. Hier mit dem ganzen Panorama, mit dem Licht, was hier reinkommt, dann kannst du direkt den Vierwaldstätter See sehen. Schon traumhaft. Willst du dazu irgendwas sagen? Ja, also grundsätzlich am Hotel, was mir so gefällt, ist, alles ist absolute höchste Qualität. Das hat erst seit ein paar Jahren wieder offen nach der Renovation und alles ist perfekt gemacht, qualitativ hochwertig. Wir haben hier dann sozusagen die Minibar, die ist auch für mich, auch als Dauergast, immer inklusive, wird jeden Tag aufgefüllt, kann ich mir alles immer rausnehmen und kriege jeden Tag neue Sachen, genauso wie Wasser. Ich trinke nur Sprudelwasser, deswegen kriege ich ganz viel Sprudelwasser, so viel wie ich will. Und habe hier dann natürlich eine Couch, da ein paar Magazine, die ich auch mal lese. Hier den Esstisch, wo man sieht, hier habe ich gearbeitet. Dann weiß das Hotel, dass ich absoluter Cola-Suchti bin. Deswegen schicken die mir immer mal wieder Cola und ein bisschen Obst hoch. Ich muss sagen, ich hatte mehr Macarons als du. Ich hatte bestimmt 12 Stück, du hast ja nur einen. Okay. Und dann haben wir hier vorne den Hauptbalkon sozusagen. Da hat ja schon einen Balkon im Bad und wir haben auch einen im Schlafzimmer. Ja Leute, schaut euch mal diesen Ausblick an hier. Ja, wirklich, wirklich schön. Jetzt ist es natürlich ein bisschen benebelt. Aber ansonsten sieht man da den Pilatus, das ist unser höchster Berg hier in der Nähe. Und da das ganze Alpenpanorama. Man kann es noch ein bisschen erhaschen und das sieht man dann perfekt. Ich habe es ja gestern Abend, glaube ich, schon gesagt. Das Bürgenstock ist da runter, ne? Einfach hier so. Genau. Da sind wir ja letztes Jahr mit der Gondel runter und dann hier oben mit dem Boot hier hin. Da war hier Kirmes. Hier ist auch oft Kirmes in Luzern, ne? War jetzt Fastnacht bis vorgestern. Ah ja, okay. Eine Woche lang. Schaut mal, da oben auf dem Berg, da sieht man es doch. Das Bürgenstock. Ja, was willst du uns noch zeigen? So, ich habe noch ein paar Sachen. Was man natürlich noch sagen muss, was am praktischsten ist, wenn man im Hotel lebt. Du hast immer jemanden da. Es funktioniert was nicht, du kannst zur Rezeption gehen. Wir haben hier alles digital gesteuert, von Temperatur bis hin zu Lautsprechern und so weiter. Wenn ich Probleme habe, wenn ich krank bin. Ich war letztens krank, dann habe ich dem Concierge kurz Bescheid gesagt, dann kam ein Arzt ins Hotel, dann schicken die mir Tee hoch, Ingwer geschnitten, Zitrone, alles immer mit drin umsonst. Das ist natürlich einfach sehr, sehr cool. Du hast hier immer einen Koch in der Küche,
kannst dir dein Essen zusammenstellen, was du möchtest und es ist Ja. einfach super praktisch. Gestern Abend gab es zur Begrüßung hier erstmal für mich einen schönen Burger. Sehr guter Burger, muss ich echt sagen. Also ich bin ja eigentlich kein Fan von Burgeressen in Nicht-Burgerläden, weil das ist meistens eine Enttäuschung. Aber hier war der Burger wirklich 10 von 10. War zwar auch 10 von 10 teuer. Was kostet der Burger hier? 42 Franken, ne? Ich glaube schon. Ja, aber wirklich geschmacklich eine absolute Meisterleistung. Ich habe dann natürlich, weil viele fragen sich wahrscheinlich auch, wie mache ich denn Wäsche? Ja, Laundry. Ja, und ich habe halt besondere Konditionen mit dem Hotel, sowohl für Essen als auch für Wäsche. You want laundry? Das fragen die in Thailand immer. Wirklich? You want laundry? Ja, okay. Laundry, Das hä? fragen die mich so nicht, aber ich kann das hier abgeben, dann wird es gewaschen. Ach so. Dann haben wir hier das Schlafzimmer, das Herzstück des Zimmers. Du hast hier einen coolen kleinen Sitzbereich. Ach so, hier, guck mal, das ist wieder Nerd-Spielzeug. Ne, ich sag immer zu Jonas manchmal, er ist ein Nerd, weil er halt sehr so flugbegeistert ist und auch dein Schreibtisch im Büro ist ja ein Flugzeugflügel, ne? Ja. Und da muss ich auch mal sagen, die Leute, die suchen ja immer noch den Flug MH370 und ich bin der festen Überzeugung, dass Jonas die ganzen Wrackteile bei sich im Büro hat und deswegen ist das nie aufgetaucht. Sage ich jetzt nichts. Auf jeden Fall, Swiss ist meine Lieblings-Airline, deswegen haben wir da ein Swiss-Modell. Da siehst du hier überall, ist so ein bisschen für mich customized. Was ist denn deine du fliegst ja auch viel rum, was ist denn deine Lieblings-First Class? Das sind A350 Swiss Senses. die neue, die das ist beste. eine neue, ne? Ja, und ich habe ja auch schon eigentlich alle getestet, von Singapore Airlines Suite, Lufthansa Allegris, und die ist einfach wirklich die geilste. Ja. Und wenn jetzt alle kommen mit Emirates ist das Beste, nee Mann, fliegt mal Emirates, das ist absoluter Müll. Naja, so jetzt auch Ja, nicht. okay, kein Müll. Ja, es aber ist halt anders, aber ich mag auch Emirates. Also gerade auch, die Emirates-Flugbegleiter sind immer so ein bisschen zu künstlich oft, aber es gibt halt auch echt aufgebaut. nette. Es gibt auch echt nette und ich hatte auch schon sehr gute Flüge mit Emirates. Machen wir weiter. So, subjektive Meinung. Auf jeden Fall haben wir hier immer so Sachen, ich bin ein riesen Omega-Fan, da haben wir eine Uhrenbox, hier haben wir mein fürs Handy zum Laden nachts, hier kann ich Schmuck drauflegen und das ist ein bisschen anders, weil bei dir hättest du da zum Beispiel ein Hoteltelefon. Das möchte ich nicht, brauche ich nicht. Dann habe ich hier überall so kleine Details. Und wenn du jetzt den Kleiderschrank aufmachst, dann sind da Sachen von dir drin. Ganz viele wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, also alles von, und da haben wir überall Schubladen, das ist natürlich auch praktisch. Und das ist alles, was du hast? Nee, also es geht ja im Schrank vorne habe ich ja noch, dann habe ich hier noch, also Ja, okay. genug, aber ich bin da relativ simpel. Ich habe dieselben T-Shirts 50 Mal, dieselbe Hose 20 Mal, dieselben Schuhe 10 Mal. Ich packe einfach ein und gut ist. Und wenn ich eine neue Hose brauche, weiß ich ganz genau, welches Modell, welche Größe, gehe in den Levi's Store und kaufe sie und fertig. Das hast du jetzt aber sehr elegant gesagt. Ja, das ist so. In was für ein Store? In den Levi? Levi's. Was ist das denn? Levi's. Ach so, Levis. Ach so. Ja, Junge, So. keine Ahnung, für Dann mich heißt das hier Levis. Schreibtisch und ja, Ja. das war's eigentlich schon. Was viele fragen wahrscheinlich ist halt, wie man das mit Kochen macht. Das ist mir noch eingefallen als Frage nochmal so. Wie mit Kochen? Weil ich ja keine Küche habe hier. Ja gut, aber du kochst ja auch nie. Nee, genau, das Ja. wissen die Leute ja nicht. Ja gut, aber das ist ja irgendwie selbsterklärend. Du hast ja unten ein Restaurant, Frühstück ist eh mit drin und sonst musst du halt, kannst ja auch Essen hier hinbestellen. Ja. Gibt's hier auch Zimmer mit Küche? Wahrscheinlich Nein, nicht, nein. ne? Ja. Ja, okay, klar, für Leute, die dann gerne kochen, ist im Hotel wohnen dann wahrscheinlich eher schlecht. Hier stehen 2 Koffer, da hinten standen auch noch Koffer. Wie viele Koffer sind dann immer hier? 4, 4. glaube ich, genau. Also ich habe halt ein paar Kisten und Koffer, da kommt das alles rein. Das kommt dann hier in den Keller, wenn ich nicht da bin. Und wenn ich zurückkomme, steht es auf meinem Zimmer. Bevor wir jetzt zu mir gehen, das ist aber jetzt auch nicht im Zimmer, das ist von dir, ne? Das ist alles von mir, weil ich riesen Omega-Fan bin. Und das stellen die dann automatisch auf, oder? Das habe ich jetzt aufgestellt, Ach so, okay. immer so, wie es mir gefällt. Ich wohne nicht im Hotel, damit mir jeder einen Arsch kriecht. Das ist mir eher unangenehm. Sondern ich wohne hier, weil es praktisch ist und deswegen mache ich auch so viel wie möglich selber. Und hattest du denn früher mal so ein bisschen auch von deinen Elternstaat Unterstützung? Nee, also viele mögen jetzt denken, oh ja, alles geerbt oder was auch immer. Ehrlicherweise, ich habe alles selber aufgebaut. Ich habe mit 12 angefangen zu arbeiten, hatte nur ein Handy, habe Geld verdient, habe meinen ersten Computer gekauft, habe mehr Geld verdient. Meine Eltern gesagt, guck. Womit hast du denn genau mit 14 Jahren Geld verdient? Social Facebook-Seiten? Media, genau. Sag mal ein Beispiel. Beispiel, ich hatte damals 24 Millionen Follower. Auf welcher Seite denn? Mädchenfakten, Beziehungsfakten, Student Problems, alles mögliche. Ich hatte alle so Themenseiten. Und die hatten insgesamt 24 Millionen Follower. Genau. Da war ich dann 13. Das war nach einem Jahr, nachdem ich begonnen habe. Nach 2 Jahren hatte ich 110 Millionen Follower kumuliert. Die größte hatte 9,8 Millionen. Das war Student Problems. Und die war auf Englisch aber. Die war auf Englisch, genau. Ja. Und wir haben damals so Webseite gemacht mit so Memes. Und dann haben wir die Memes auf dieser Website hochgeladen. Und dann haben wir die Memes auf Facebook hochgeladen. Insta gab es noch nicht wirklich. Und haben die Hälfte geblurrt. Und du musstest auf einen Link klicken, um das ganze Meme zu sehen.
Wenn du auf den Link geklickt hast, kamst du auf der Website mit dem Meme und da war ganz viel Werbung. Da habe ich für 1000 Klicks, ich glaube 2,70 € gekriegt. Ja. Ich habe jetzt nicht super viel verdient. Ich muss auch ehrlich sagen, bis ich 22, 23 war, eher unterdurchschnittlich. Also wo ich auch oft Was heißt denn unterdurchschnittlich? Ja, wo ich gucken muss, wie zahle ich meine Miete. Und meine Miete in Berlin war jetzt nicht super teuer. Es waren irgendwie 900 € im Monat. Und habe mich auch mal 2 Jahre eigentlich nur von Döner, Rahmsuppen und Tiefkühlpizza ernährt. Und jetzt die letzten 4 Jahre lief es aber richtig gut, dass du sagen konntest, hier Hotel ist jetzt drin. Viele sehen ja immer nur das, was man jetzt hat. Und jetzt gerade hast du ja zum Beispiel mit Aaron auch hier diese Firma, kann man ja sagen, ne? Also mit Aaron Troschke. Also es läuft ganz gut, aber ich mache das ja auch schon seit 15 Jahren. Und wir reden nicht von 6 Stunden Arbeitstagen, sondern jeden Tag 12, 13, 14 Stunden seit 15 Jahren, seitdem ich 12 bin. Ich bin dadurch nie feiern gegangen, habe bis heute nie Alkohol probiert. Ja, hast du was verpasst. Nein, Spaß. Der wichtige Punkt ist halt einfach, meine Eltern haben mich insofern unterstützt, dass sie mich nie gezwungen haben zu studieren. Ich habe keine Ausbildung, kein Studium, gar nichts. Aber sie haben mich nicht finanziell gepusht. Ich habe nichts geerbt. Ich habe das alles selbstständig aufgebaut und zahle das auch selber. So, mich habt ihr echt fast noch gar nicht gesehen in diesem Video, ne? Also, wir gehen jetzt nochmal eben in mein Zimmer. Das zeige ich euch auch noch ganz schnell. Das ist jetzt auch ein super geiles Zimmer, keine Frage. Aber wir haben ja hier jetzt schon diese XXL-Roomtour gemacht. Deswegen machen wir es da mal ein bisschen unausführlicher. Und dann schauen wir uns mal Luzern an und gehen was Leckeres essen, wo Jonas hier gerne essen geht. Ich bin gespannt. Und heute Abend gehen wir dann hier im Hotel essen. Nochmal, da nehme ich euch dann auch mit. Und morgen zum Frühstück nehme ich euch vielleicht auch noch kurz mit. Gut, dann los. Oh, it's for me? Yes, this is perfect. Thank you so much. Have a great day. Kommt wieder Post. Also genau. Post dann. Ich habe gerade bei Instagram eine Fragerunde gemacht, dass die Leute auch Jonas fragen können oder irgendwas, was interessant ist. Und eine Frage, die kam jetzt 2, 3 Mal schon. Pass auf, die interessiert mich auch. Du hast ja da jetzt hier diesen Deal da verhandelt mit den Managern hier. Aber was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin, du bist ja gerade Single, falls du jetzt in eine Beziehung kommst und hier oder irgendwie, was weiß ich, oder mal einen Kollegen mitnehmen willst, der jetzt nicht sich ein Zimmer zieht, ist das dann in dem Tarif mit drin oder ist das nur für eine Person alles? An sich ist alles immer für 2 Personen gebucht, auch Frühstück so habe ich für 2 Personen, aber ich habe natürlich auch zusätzlich zu meinem Deal einen Friends and Family Deal ausgehandelt. Ja, okay. Wenn die Freunde jetzt besuchen kommen, so wie du, kriegen die eine Sonderrate, kriegen ihr eigenes Zimmer, kostet dann natürlich was, aber hat natürlich auch Vorteile. Und du weißt ja selber, deine Rate ist sehr gut. Ja, so langsam habe ich auch ein bisschen Hunger, deswegen schaut mal hier, Leute. Was ist das jetzt hier für ein Zimmer? Das ist eine Lakeview Suite mit Balkon. Lakeview Suite mit Balkon. Ich habe gestern Abend ja schon kurz was hier aufgenommen. Echt wunderschön und ja, ein traumhaftes Zimmer, kann man nicht oft genug sagen. Auch mein Badezimmer hier, wow, echt schön. Alles super sauber, super clean. Toll eingerichtet, Liebe zum Detail, das ist ja echt so, also ich liebe das so, wenn man direkt merkt, hier haben sich Leute richtig Gedanken gemacht und das ist ein richtig, richtig schönes Zimmer. Ich habe jetzt natürlich leider hier nicht 3 Balkons, sondern nur einen, das reicht aber auch völlig aus. Ja, natürlich kann man nicht so schön um die Ecke gucken wie da hinten am Eckzimmer oder Turmsuite oder wie die Kacke hieß, aber ja, toll. Ja, erzähl, ja. Die ich ganz cool finde, ist zum Beispiel hier in der Suite hat man, und das ist so eine Liebe zum Detail, die in vielen Hotels fehlt, so ein Set einfach mit... Hey, Radiergummi aus der Schule, Grundschule hatte ich so eins immer. Krass. Ja, und dann hier Postkarten, das ist zum Beispiel das Haus. Du kannst deinen Eltern eine schicken. Ja, das finde ich schön. Und so eine Liebe zum Detail finde ich einfach echt cool. Ach krass, ja, hier, guck mal. Das ist, damit ich meinen Laptop putzen kann. Ja, aber warum oder auch hier dein Kabel. Da gehst du mal ganz steil drauf, ne, auf zusammengetüstelte Kabel. Ja, aber ist doch cool. Das ist genau diese Liebe zum Detail, die wir meinen. So Leute, genug mit Protzerei. Wir gehen jetzt erstmal einen Döner essen. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Hier ist die Lobby gleich und da kann man essen und frühstücken. Alpin Salon. Schaut mal hier, das ist alles sehr historisch. Rezeption zur Linken und wir gehen jetzt erstmal raus. Das schönste Schirm der Welt. So, wir haben hier jetzt ein paar Regenschirme netterweise bekommen. Mandarin Oriental Regenschirm. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Wir laufen jetzt in die Innenstadt, um Mittag zu essen. Und kommen hier an ein paar Sachen vorbei, zum Beispiel das ist das Casino. Wenn man im Hotel wohnt, ist der Eintritt frei. Genauso wie öffentliche Verkehrsmittel, aber auch da haben wir das Seebad. Da kann man im Sommer sehr gut im See schwimmen gehen. Und im Sommer ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Da haben wir auch Stand-Up-Paddles im Haus und man kann draußen sitzen. Und letztens wollte ich ja mal in Baden-Baden ins Casino, aber da braucht man auch einen Anzug, ne? Oder? Täglich ab 11 Uhr geöffnet, Mensch. Schaut mal hier, ich glaube im Birkenstock Hotel waren wir hier auch. Ja, das ist Luzern.
regnet schon wieder. Scheiß Wetter. Beim letzten Mal, jedes Mal, wenn ich hier bin, ist das Wetter schlecht. Das gibt's doch nicht. Aber es ist wirklich eine richtig schöne Stadt, ne? So Leute, draußen regnet es. Wir haben Mittag gegessen, sind jetzt hier zurück im Hotel. Ich habe noch ein Käffchen und dann zeigt Jonas mir gleich noch ein bisschen andere Sachen vom Hotel. So, wir haben jetzt noch ein bisschen später. Gleich geht es ja noch zum Essen. Wir gucken uns jetzt aber noch das Hotel an. So ein bisschen, Jonas zeigt noch ein bisschen was. Wir haben ja insgesamt 6 Stockwerke, ne? Genau. Und ja, vieles habe ich auch gestern schon gesehen, aber jetzt für euch machen wir nochmal eine zweite Tour. Ja, also. Wir sind jetzt hier auf Etage 1. Das Gym ist da hinten. Und Spa-Bereich ist hier, ne? Komm, da muss ich ja einmal reingucken. Kann der was? Ich würde auch gerne saunieren gehen, aber ich darf leider gerade nicht aus medizinischer Sicht. Deswegen schauen wir mal schnell rein. Ich weiß jetzt nicht. Oh, ich glaube, hier ist jemand. Ja, sieht doch ganz schön aus. Habt ihr hier eigentlich keinen Swimmingpool? Nee. Wie? Leider nicht. Nichts zum Planschen? Nein, dafür haben wir den See. Ja, und stimmt. das Seebad davor. Da gehst du jetzt mal rein, schön im Winter. Das wäre was für mein Video. Ja, man denkt immer, das war auch mein Argument, ich ziehe hier hin, weil dann kann ich jeden Tag ins Gym, jeden Tag ins Spa. Das macht man nicht wirklich. Das wird wie gesagt 24/7. Du musst einfach mal ein bisschen erstmal dein Mindset überdenken. Ja, vielleicht. Erstmal mit den Basics arbeiten. Ach so, ja, Gym. Man hat ja eigentlich alles, was man brauchen könnte, ganz cooles Design. Riecht auch gut. Was mir vor allem gefällt, ist halt auch. Guck mal, die Uhr, Hublot-Uhr, wow. Wie viele Klimmzüge schaffst du denn? Das ist jetzt der 3., ne? 4. Ja, Mann, du bist doch sportlich, Alter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nicht schlecht, 11, 12. Krass, nicht schlecht. Und jetzt die oberen Etagen sind auch einfach nur noch Zimmer, ne? Also eigentlich nur Zimmeretagen, sieht alles mal relativ ähnlich aus. Also was mir sehr gut hier auch gefällt. Das Treppenhaus ist natürlich super schön. Ja, ich bin immer ein Treppenhaus-Fan, also so Treppenhäuser finde ich immer sehr, sehr spektakulär. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile zum Abendessen ins Restaurant gegangen. Wo sind wir hier, Jonas? Das ist unser Mozern-Restaurant und Bar. Das ist so Casual Food, alles Mögliche. Wir haben aber noch 2 weitere Restaurants. Ach, gehört das dir? Nein, das nicht. Ach so. Aber ich fühle mich schon so zu Hause hier, dass ich immer von unserem Haus spreche. Ja, ja, natürlich. Und nebenan haben wir noch Minamo, hat jetzt den ersten Michelin-Stern gekriegt. Da können mal 8 Leute gleichzeitig essen und da kocht der Koch direkt vor dir, japanisch. Und hier nebenan haben wir noch Colonnade, das ist ein 2-Sterne-Michelin-Restaurant mit also Gourmet-Essen. Ich gehe aber meistens ins Mozern, weil das einfach alles Mögliche ist, von Hamburger bis Schnitzel bis Salate. Das Mozern ist eine Mischung aus Mozart und Luzern. Nee, MO für Mandarin Oriental. Ach so, und dann ja, stimmt. Genau. So, schaut mal Leute, hier gibt es auch jetzt schön mal eine Vorspeise. Ich nehme jetzt einfach mal das, was Jonas haben will, außer den Burger. Den habe ich gestern schon gegessen, der war so lecker, den muss ich jetzt noch mal essen. Wo ist er denn hier? Auch einen Burger. Okay, super. Gibt es hier eigentlich kein Brot vorneweg so? Doch, wenn wir nachfragen, kriegt man es. Aber wenn wir uns extra nachfragen? Ja, ist ja kein Italiener. Ja, ach, das hat ja nichts mit dem Italiener zu tun. Ich habe auch schon in einem deutschen Restaurant gibt es immer schön Brot vorneweg. Das ist jetzt Crunchy Popcorn oder was ist das? Cauliflower Popcorn. Cauliflower Popcorn, deine Hauptleibspeise? Leibvorspeise? Aber das ist eine gute Vorspeise. Mag ich. Habe ich noch nie gegessen. Probier mal einmal. Die Soße ist richtig geil. Ja, Soße Hollandaise ein bisschen, ne? Ja, ist lecker. Boah. Und Brutal. dafür, dass es Gemüse ist? Aber frittiert. So Leute, schaut mal hier, das ist der besagte Monster-Burger von gestern. Der Raclette-Burger. Sieht unscheinbar aus, aber ist extrem lecker. Ich packe, weil ich auf eine Weltreise gehe. Und das ist doch übelst nervig. Jetzt musst du da alles aus deinen Schränken räumen, weil das Zimmer ja wieder jemand anderes kriegt. Ja, aber ich bin ja auch lange weg. Ja, okay, aber das ist doch total dumm. Das wird mich ja so ab... Wenn du auf Reisen gehst? Ja doch, aber ich kann meine Sachen ja trotzdem in meinem Zuhause drin lassen und muss nicht alles leer räumen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin ein bisschen am Joggen. Einmal hier 10 Kilometer um den See. Heute ist Freitag. Bin jetzt gleich auch schon fertig. Dann geht es noch einmal zum Frühstück. Nehme ich euch mit heute. Und dann war es das auch schon. Den Jonas konnte ich nicht überzeugen mitzulaufen. Aber gut, ich muss sagen, echt traumhaft schön. Also hier zum Joggen mit dem See und den ganzen Bergen hier drumherum. Da vorne ist das Hotel. Ich filme euch einmal ran. Hier, da haben wir es. Schon toll, jetzt geht's zurück und dann sehen wir uns noch beim Frühstück wieder. Und um 16 Uhr geht dann auch schon wieder mein Flieger nach Düsseldorf. Aber war richtig schön hier. So Leute, ich sitze hier gerade beim Frühstück. Von Jonas ist immer noch keine Spur. Naja gut, ich würde jetzt auch wahrscheinlich hin und wieder mal das Frühstück sausen lassen. Wobei er ist auch nicht so der Frühstücker. Naja, schaut mal hier.
Lecker, bisschen Lachs, bisschen O-Saft. Jetzt gleich kommt noch ein Avocado-Toast. Ist doch eine schöne Aussicht hier jeden Morgen, ne? Gut, hier saßen wir auch gestern zum Abendessen. Moinsen. Also der Kaffee hier ist wirklich ein Traum. Und jetzt gibt es hier noch ein schönes Avocado-Toast mit bisschen Ei. Sportlich heute Morgen. So Leute, jetzt geht's zurück. Nicht nur für mich. Ich fliege nach Düsseldorf, Jonas fliegt nach. Du fliegst doch jetzt erstmal nach Berlin. Genau, ich fliege heute nach Berlin, meine Eltern besuchen. Ja. Und Sonntag geht es dann über München nach Chicago und Montag nach Tokio von Chicago. Und warum fliegst du nach Tokio? Weil ich von Tokio dann weiterfliege nach Südkorea und Taipei, um mir das mal anzugucken. Das ist quasi eine private Rundreise jetzt. Das ist so eine Mischung, Business und Privat. Ich habe da ein paar Termine, aber natürlich mir auch ein paar Sachen anzuschauen. Ja gut, dann mal viel Spaß. Dankeschön. Und Ende März sehen wir uns bei den Chinesen? Ja. Na gut. Shanghai. Ja, dann war ganz nett hier in Luzern. Ich komme gerne nochmal vorbei. Sehr gerne. Und das Ende, ich glaube, das mache ich jetzt schon hier, das Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ich kann jetzt noch 3 Stunden hier am Flughafen hängen. Wir sind jetzt zusammen hier hingefahren. Sehen wir uns gleich nochmal kurz. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause, Leute. Das waren sehr, sehr schöne Tage in Luzern und ich hoffe, das Video ist jetzt auch ein bisschen länger geworden. War halt mal was anderes. Ich war ja jetzt nicht so viel zu sehen, aber ich denke, es ist trotzdem auch interessant und vielen Dank an Jonas für den Einblick. Das ist natürlich schon alles eine Welt für sich, ne? Was ich am Anfang gar nicht gesagt habe, was ich noch erwähnen wollte, Jonas war eigentlich sogar die Person, die mich so zu diesen Hotelvideos gebracht hat, weil wir waren damals zusammen in Japan und dann habe ich halt einfach mal damit angefangen. Und danach habe ich dann erst diese Luxushotel-Tour gemacht und jetzt auch immer weiter halt so mal hin und wieder Luxushotels mir angeschaut. Das wäre vielleicht ohne ihn, weiß ich nicht, ob ich das dann auch mal irgendwann gemacht hätte. Keine Ahnung. Was ich noch sagen wollte, ich habe Jonas jetzt auch mal überredet, weil der fliegt wirklich so viel um die Welt, weil er so viele Meilen hat und so was alles. Warum er das nicht mal ein bisschen verfilmt auf Instagram wenigstens. Da hat er mir versprochen, fängt er jetzt mit an. Ich habe euch das mal hier irgendwo verlinkt. Also auf Instagram heißt der Nagel, hier könnt ihr mal draufklicken. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt auch das Tronic ab, die besten Tische, ne? Auf jeden Fall. Und wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein, ciao!